Heute gehen wir sie endlich an, die vermeintlich schönste Radtour Mallorcas, entlang der atemberaubenden Küstenstraße MA10, über krasse Anstiege hinein ins Gebirge bis zum nördlichsten Punkt der Insel am Cap de Formentor am Meer. Und nein, das hier ist nicht das Meer. Dabei geht es heute über 140 Kilometer durch malerische mallorquinische Dörfer und über 3000 Höhenmeter über kurvenreiche Pässe bergauf. Und was wir schaffen wollen, ist, noch bei Sonnenlicht am Cap de Formentor am markanten Leuchtturm anzukommen. Ob die Tour wirklich so schön ist und wir es packen, das seht ihr in diesem Video. Also aufsatteln! Unglaublich schön! Oh, das hat mich erschrocken. Gänsehaut. Also das mit dem Sonnenuntergang wird eine knappe Nummer. Also starten wir unsere Tour hier im Südwesten Mallorcas, genauer gesagt im Port de Andratx. Und ihr seht schon hinter mir ein richtig starker Yachthafen. Tatsächlich habe ich hier in den letzten Tagen auch so ein kleines Motorboot mal ausgeliehen. Ohne Lizenz bin ich mit dem Ding hier durch die Gegend gefahren. Das geht bis 15 PS, also ein kleiner Tipp an der Stelle. Und wenn ihr hier seid, gibt es da auch eine richtig schöne Promenade und einige gute Fischrestaurants, habe ich mir sagen lassen. War ich noch nicht selbst, aber so steht es in vielen Reiseführern. Wir haben jetzt aber keine Zeit für irgendwelche gehobenen Fischrestaurants, sondern wir fahren entlang der Küstenstraße. Und jetzt geht es für uns erstmal hoch zum wirklichen Ort Andratx. Dieser typisch mallorquinische Ort hat schon erahnen lassen, was uns heute erwartet. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, die Aufnahmen im heutigen Video sind mit die schönsten, die wir je gedreht haben. Deswegen lohnt sich dranbleiben heute besonders. Und jetzt auf zum Plan. Wir fahren aus dem Südwesten Mallorcas bis in den Norden und dabei werden 141 Kilometer und 2290 Höhenmeter überwunden. Ihr könnt die Tour wie wir an einem Stück fahren oder sie auch in mehrere Tagesetappen aufteilen. Wie das Ganze gut gelingt und wie wir überhaupt mit dem eigenen Fahrrad auf der Insel angekommen sind, das seht ihr in diesem Video. Falls ihr Fragen oder Anmerkungen zum Radfahren auf Mallorca habt, dann schreibt sie sehr gerne unten in die Kommentare. Mein gesamtes Equipment findet ihr wie immer in der Beschreibung verlinkt. Und jetzt geht's auf die Höhenmeter. Viel Spaß beim Zuschauen und los geht's! Hammer, so schön hier. Nach der kleinen Ortsstraße gerade eben sind wir jetzt hier auf der sehr beliebten und wunderschönen Küstenstraße MA10 angekommen. Sowohl bei Autofahrern als auch bei Radfahrern sehr beliebt. Heißt in den Hauptferienzeiten hier gut aufpassen, am besten so ein bisschen die Randzeiten wählen. Die Straße ist aber auch sehr lang. Sie führt eben von Andratx, wo wir gerade eben waren, bis nach Pollença im Norden. Und ja, dabei habt ihr unglaubliche Ausblicke aufs Mittelmeer und das werdet ihr ja in diesem Video auch noch sehen. Hochkämpfen ist angesagt, knapp 200 Höhenmeter auf der Uhr. Der erste Pass, 360 Meter auf der Uhr, yes! Boah, das waren jetzt die ersten Serpentinen runter auf dieser mächtigen Straße. Ihr habt es gesehen, durch das Gebirge hier links und rechts hast du die Felswände und es wird gerade von der Sonne so schön eingeleuchtet. Ein Wahnsinn, das macht gerade richtig Spaß, hierher zu fahren. Und links von uns ist jetzt immer das Meer. Blau mit ein paar Schiffchen drauf. Ah, so darf es sein. Ah, geht mir das Herz auf.
Kurze erste Futterpause hier im Schatten und weiter geht's. Jetzt tauchen wir immer tiefer ein in die Serra de Tramontana und dieser Gebirgszug, der zieht sich über fast ganz Mallorca. Insbesondere im Nordwesten ist er sehr markant und wurde eben von der UNESCO als Welterbe ernannt. Das sehen wir jetzt hier auch auf diesem Schild und das nicht ohne Grund. Starkes Gebirge, tiefe Schluchten, große Felswände, all das werden wir sehen. Wir tasten uns jetzt heran an den bekannten. Was war das denn? Wie so eine Sirene. Das hat mich erschrocken. Gänsehaut. Wir tasten uns jetzt heran an den bekannten und malerischen Küstenort Banyalbufar. Das schauen wir uns an. Und von hier aus haben wir jetzt einen richtig guten Blick auf diesen wunderschönen Ort mit seinen terrassierten Weinbergen aus dem Mittelalter und den Steinhäuschen, engen Gassen. Wenn man da durchfährt und auch durchgeht, ist es immer wieder ein richtig schönes Erlebnis. Und da unten diese Bucht, die solltet ihr, wenn ihr Zeit habt, unbedingt auschecken. Von hier aus schon kristallklares Wasser. Ich würde am liebsten direkt reinspringen. Und für uns geht es jetzt von diesem schönen Ort in Richtung Sóller und dann 800 Höhenmeter bergauf. Der längste Anstieg der heutigen Etappe zum höchsten Berg Mallorcas, den wir dann sehen werden, und zum Kloster Lluc. Auf geht's! Col de Basti da? Basti? Bist du da? Jetzt kommt die Mittagssonne. Es wird etwas heißer. Dafür haben wir jetzt aber auch strahlend blauen Himmel, der heute Morgen noch nicht ganz da war. Ich habe gerade eben vergessen, dass wir auch noch in den Ort Dea fahren. Und da werden wir Mittagspause machen. Dea, ein richtig schöner kleiner Ort auch. Und da freue ich mich jetzt als kleines nächstes Ziel drauf, da eine frische Cola zu trinken und was Leckeres zu essen. Ganz genüsslich am Kauen. So muss das sein. Alle, 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 vamos! Gerade eben hat die MA10 einen kleinen Abstecher gemacht, also eine Kurve links, und ist quasi von der Hauptstraße Richtung Palma wieder abgebogen. Deswegen wird es hier jetzt wieder ruhiger. Gerade eben von Banyalbufar Richtung Palma war ein bisschen mehr los auf der Straße, aber hier ist wieder gar nichts. Sehr gut. Hola. Diese Serpentinen hier gerade waren der Wahnsinn. Wahnsinn. Du hast auf der einen Seite das Meer im Blick, das sogar Richtung Palma, also andere Inselseite. Und jetzt fahren wir Richtung Dea raus. Durch die grüne Natur hier. Ein Traum. Wuhu! Ab geht's! Kommst du aus dem Staunen nicht mehr raus. Das sieht optimal aus. Wir haben es gepackt. Wir haben uns ein ruhiges Fleckchen gesucht in diesem kleinen idyllischen Ort Dea. Schaut es euch an. Ich muss quasi gar nicht viel zu sagen. Dieser Ort liegt hier an der Steilwand. Die Häuser schlängeln sich runter in Richtung Bucht. Es gibt verschiedene Olivenhaine, Zitronenbäume. Einfach ein unglaublich schöner Ort, der auch als Künstlerdorf Mallorcas bekannt ist. Auch der Schriftsteller Robert Graves hat hier seine Heimat gefunden. Und wenn ihr die Tour, die wir heute fahren, aufteilen möchtet, dann wäre Dea
Marbella in meinen Augen der erste gute Übernachtungsstopp auf einer 3-Tagestour. Hier gibt es viele tolle Unterkünfte, zum Beispiel auch ein Refugi für den Weitwanderweg, den GR 221. Ein Stück davon bin ich in den letzten Tagen gegangen und da waren wir auch unten in der Bucht. Auch die ist sehr sehenswert, aber weil wir es heute an einem Tag erledigen, schaffen wir das leider nicht. Und jetzt geht es wirklich auf in Richtung Sóller und zum starken Anstieg hoch zum höchsten Berg Mallorcas. 60 Kilometer auf der Uhr, wir nähern uns langsam der Hälfte und ich habe mir viel zu viel Zeit gelassen bei diesen ganzen schönen Orten. Zu viel geguckt, zu viele Videos gedreht. Wie dem auch sei, ob wir diesen Leuchtturm noch irgendwie im Sonnenlicht erreichen und hoffentlich nicht bei ganzer Dunkelheit, das sehen wir ja in diesem Video. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal einen ganzen Schlag mehr reintreten, damit das hinhaut. Also kommt mit, Abfahrt! Caramba, vamos, vamos! Hier in der brütenden Mittagssonne, dann viele Autos. Das ist auf jeden Fall der härteste Teil der Tour. 60 fahre ich jetzt nicht mehr. Das Gute ist beim Berghochfahren, man erkämpft sich dann wieder die Ausblicke und hat was Gutes für seine Beine getan. Immer das Positive sehen, ich sag's ja, immer das Positive sehen. Also ich find's krass, wer sich hier hochquält. Die haben es gut, die fahren berg runter. Ja, ja, geil. Sogar ein Zuschauer, ich feier's. Eieiei. Heftig, heftig. Puh, geschafft. Hier ist es wieder kühl. Das fühlt sich gut an. Boah, was für ein Pass. Aber gut. Gepasst. Das fühlt sich gerade so gut an, ihr könnt es nicht glauben. Ja, hallo. Ich wollte gar nicht stören beim Essen. Jetzt sind wir mittendrin statt nur dabei im Tramuntana-Gebirge. Schaut's euch an. Dahinter verbirgt er sich der höchste Berg Mallorcas, der Puig Mayor, leider oben auf der Spitze mit einer großen Militärstation. Ihr habt ihn vielleicht eben erspäht, so eine runde Kugel oben. Kann man also leider nicht besteigen, diesen Berg auf den Gipfel, aber trotzdem sehr mächtig zu sehen. Über 1400 Meter hier auf der Insel. Und auf der anderen Seite haben wir gerade eben einen Stausee gesehen, einen von zwei, nämlich den Découvert. Und jetzt rollen wir hier gerade vorbei am Gorg Blau. Das ist der zweite Stausee hier, auch da schöne Farbe mitten im Gebirge, eingefasst von dieser Natur, das kann schon was. Das war schön. Nach den Stauseen oben kommt jetzt eine Abzweigung und zwar hier in Richtung Sa Calobra. Auch nochmal ein richtig kleiner, krasser Küstenort. Vor allen Dingen ist aber krass die Straße, die hier runterführt mit der bekannten 270-Grad-Kurve. Für Radfahrer ein absolutes Paradies und dazu möchte ich auch noch ein Video machen. Wenn es da ist, dann wird es verlinkt. Bis dahin habt ihr schon mal das Video vom Basti hier oben verlinkt. Für uns geht es aber jetzt hier entlang unter dem Aquädukt durch und zwar in Richtung Kloster Lluc und dann nach Pollença und dann zum Cap de Formentor. Weiter geht's.
Jetzt soll mal noch einer sagen, Mallorca sei nur eine Partyinsel. Schaut euch das hier an. Und für mich ist es gerade auch wirklich besonders, mit dem Fahrrad mal dieses Gebirge zu befahren, noch mal richtig einzutauchen. Bisher bin ich immer in so einem Mietwagen hier durchgefahren. Es ist einfach nicht das Gleiche. Ich glaube, das könnt ihr sehr nachvollziehen, weil man einfach hier die Gerüche hat, noch mal richtig spürt und die Menschen sieht natürlich, die ganzen Tiere hier entlang des Weges und der Straße. Macht einfach richtig was her. Und ja, ich bin froh, die Radtour heute mal angegangen zu haben und euch dabei mitzunehmen. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Denkt an den Daumen nach oben und das Abo. Herz geht raus. Also das hier ist nochmal ein richtig schöner Teil der Tour, weil man jetzt so hoch ist. Also ihr seid so auf 800, 700, 800 Höhenmetern unterwegs und habt dann die Ausblicke links, rechts auf die Küste, ins Gebirge. Das kann was. Kurz vor den 100 Kilometern mal kurz hier einen Riegel rein. Leckerste Sorte, Vanilleberry, liebe ich. Eine meiner Lieblingssorten. Und dann gleich nochmal ein kurzer Stopp am Kloster. Und dann letzter Stich zum Leuchtturm. ...100 Kilometer und angekommen am Kloster. Perfekt. Jetzt sind wir angekommen hier am Kloster Luc und dieser Ort gilt als das spirituelle Zentrum der Insel. 1 Million Pilger pro Jahr kommen her, um sich das Kloster anzuschauen, was heute nicht mehr von Mönchen bewohnt wird. Aber es ist dennoch ein schöner Ort und hier kommt man auch richtig runter. Es gibt einen botanischen Garten, hier ist die Ruhe mitten im Gebirge. Und ja, für mich jetzt auch nochmal ein Ort, wo es was zu trinken gibt zumindest, vielleicht auch eine Kleinigkeit zu essen. Denn jetzt stehen noch 40 Kilometer auf der Uhr. Und wir schauen uns ein bisschen im Kloster um. Kurze Stärkung hier. Es gibt Brot mit Aioli und Oliven, Coca-Cola dazu, ein bisschen schnellen Zucker und jetzt gleich noch ein Stück Schokoladenkuchen und dann wird schon irgendwie klappen bis zum Leuchtturm. Ja? Der Leuchtturm, das große Ziel, er leitet den Weg. Da wollen wir hin. ...18 Kilometer bis zur nächsten größeren Stadt und dann geht es noch raus bis zum Cap de Formentor. So langsam kommt das gute Licht, die Golden Hour. Ein bisschen Zeit ist noch, aber das wird, glaube ich, richtig fein da oben. Junge, 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 was für eine Abfahrt bei diesem Licht. Rechts die Felsen so ausgewaschen, hier links geht's steil berghoch, die Bäume dabei. Da ist alles perfekt, also das hat man sich dann nach dem langen Anstieg verdient und wir radeln Richtung Meer zu. Besser geht's gar nicht, besser geht es nicht. MA10-1, der letzte Kilometer auf dieser gewaltigen Küstenstraße bricht an. Und ihr seht auch schon, wir verlassen so langsam das Gebirge. Es geht mehr Richtung Meer. Ich bin jetzt circa bei 60 Höhenmetern. Nochmal ein Stück berg runter, dann geht es nochmal hoch runter, noch ein Stück hoch und dann sind wir am Cap de Formentor. Wir wechseln jetzt gleich also auf eine andere Strecke. Und allein das hier kann man schon als Tour gelten lassen. Das war ja wirklich der absolute Wahnsinn. Bisher schon. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. So, raus aus dem Stadtgewimmel.
Jetzt geht's auf die nächste Straße und die ist bestimmt für viele von euch, die schon mal auf Mallorca waren, ein Begriff. Hier seid ihr sicherlich schon mal hergefahren und zwar die Straße hin zum nördlichsten Punkt, führt hier hoch, schlängelt sich hier hoch und der große Vorteil ist, die Straße ist ab einem gewissen Punkt aktuell gesperrt für Autos und da muss man mit Bussen fahren. Das heißt, ab da dürfen wir mit dem Fahrrad auf dieser leeren Straße nur mit Bussen gemeinsam fahren. Perfekt. Okay, das geht gerade noch mal richtig ordentlich rein, die letzten Kilometer. Und das mit dem Sonnenuntergang wird eine richtig knappe Nummer, weil 1,5 Stunden zeigt mir das Navigationsgerät gerade noch an, bei meinem schlechten Tempo gerade. Und die Sonne geht um 21:15 Uhr unter, 19:40 Uhr haben wir. Knappe Kiste, kann also genau hinhauen, seht ihr gleich. Und ich quäl mich mal weiter hier hoch. So, erster Anstieg zum Cap Formentor geschafft. Und schaut euch das hier an. Gewaltig! Oh, tolles Licht. Kurzer Riegel rein, runterfahren. Und nochmal hoch. Holy moly! Das ist das Allerbeste hier gerade. Wir dürfen durch, alle anderen müssen parken, damit die Straße entlastet wird. Insbesondere hinten beim Leuchtturm ist es einfach sonst zu gefährlich, zu eng bzw. staut sich zu sehr. Und hier wieder Ziegen auf der Straße. Heute wirklich der Wahnsinn. So viele gesehen. Oh, was geht bei denen ab? Hey, ganz ruhig. Jetzt beginnt das Lichtspiel so richtig. Die Sonne geht leicht unter. Hier unten eine richtig schöne Bucht. Also wenn wir hier runter blicken, türkisblaues Wasser an der Cala Figuera. 2 Segelboote liegen da vor Anker, haben den Abend aller Abende. Also es sieht wirklich sehr schön aus. Da kann man übrigens auch super baden. Und auf der anderen Seite dieses Gestein hier. Da fragt man sich doch wirklich, die Insel ist doch eigentlich zu Ende. Wie kann es hier noch 400 Meter oder zumindest 300 Meter bergauf gehen? Wahnsinn. Anyways, wir haben ein Ziel im Blick und das geht da entlang, einmal noch durch den Tunnel und dann geht's zum Leuchtturm. Das motiviert jetzt noch mal auf den letzten Metern, wenn du so einen Sonnenuntergang hast und dann auch so eine Landschaft, eine leere Straße. Ah, da ist gleich das Ende. Tut, tut, tut. Also, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich das in Worte fassen kann, was wir hier gerade runtergefahren sind. Ein Traum. Das Licht ist gewaltig, der perfekte Tag für diese Cap Formentor Fahrt. Vor allen Dingen, weil kein Auto da, wir sind allein auf der Straße, es ist komplett ruhig. In diese Richtung auch ein tolles Licht, aber in die andere, da geht gleich die Sonne unter.
Und da haben wir ihn, den Faro de Formentor, der Leuchtturm, ein sehr markanter, ein Fotopunkt, den hier viele als Motiv wählen. Denn das hier ist der nördlichste Punkt Mallorcas und einfach unglaublich, was die Landschaft angeht. Was für eine Tour, was für ein Tag. 150 Kilometer stehen jetzt auf der Uhr. Wir haben noch ein paar kleinere Umwege eingebaut, um euch dieses Video hier einzufangen. Es war auf jeden Fall ein Hammer und ich würde behaupten, dass das wirklich alle wichtigen Spots Mallorcas mal ordentlich zusammengefasst hat. Es ist eine Traumtour, es ist vielleicht sogar ein Klassiker, diese Küstentour zu fahren. Und jetzt hier zu stehen, an diesem Leuchtturm und den Sonnenuntergang zu sehen mit all den Menschen, die jetzt hier sind, ist schon was ganz Besonderes. Ich hoffe, dass euch das Ganze gefallen hat. Alle Informationen rund um Discover findet ihr unten in der Beschreibung. Außerdem natürlich das ausgiebige Fazit, das heißt die GPS-Daten zu dieser Tour, aber auch den anderen Favoriten von mir auf Mallorca. Die gibt es in einem extra Video nur für Mitglieder des YouTube-Kanals. Wie ihr wisst, ihr könnt Mitglied werden. Schon über 100 Personen haben das getan. Hier unten einfach Mitglied werden. Das heißt einmalig eine Gebühr zahlen. Es kann natürlich auch monatlich von euch kommen, aber wenn ihr einmalig zahlt, könnt ihr das Fazitvideo anschauen. Und dort findet ihr alle Informationen rund um diese ausgiebige Tour heute und natürlich auch rund um die verschiedenen anderen Touren auf Mallorca, die ich euch da verlinken werde. Durch diese Mitgliedschaft macht ihr unsere Arbeit hier möglich. Hinter den Kulissen war heute ja zum Beispiel Linus mit am Start. Er ist um mich herum gefahren, hat diese verschiedenen Luftbildaufnahmen für euch eingefangen und auch vielen Dank an Eileen für den Schnitt. Die Sonne verlässt uns jetzt, ein wunderbarer Tag geht zu Ende. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Ein nächstes Video ist genau hier verlinkt und dann hier oben ein weiteres Video von Mallorca, wenn es dann da ist. Euch eine schöne Radsaison und bis dahin. Tschüss.